Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Galaxy. Im letzten Part haben wir das Dragellum von Lilike und Simon, glaube ich, eingesammelt. Moment. Was, Simon? Ja, ich glaube, es war Simon. Ja, müsste fast Simon gewesen sein. Nachdem wir da jetzt die Wahrheit kennen. Und was mit der Mutter und der Tochter, die den Vater suchen, auf sich hat. Na gut, mal schauen. Wir haben ja nur noch Jupis und Steve übrig, die noch keinen Dragellum haben. Also einer von den zwei wird jetzt drankommen. Na, bei Jupis bin ich schon gespannt. My time-space warp system is almost complete. Time for a little siesta. Forgive me, Jupis. As your assistant, I've always admired and respected you. But today, I have no choice but to disobey you for the first time. What? Tony, you mean... This device has a critical flaw. I've told you about it time and time again, but you never listen. If it's released as is, the next public trial will definitely end in fatalities. And you've always taken such pride in yourself and your work. I know that a failure like this would make you quit your research altogether. I've been doing this research with you for 10 years now. This is our dream, both mine and yours. I love this work just as much as you do, but this device isn't fit for release yet. You're a genius, Jupis. I'm certain that one day you'll discover a way to correct this defect and make our research a success. As long as you don't lose your pride as a scientist. All these years I've been able to work beside you. I'm so grateful. Huh? What the? Oh, I'm so sorry. I didn't mean to... Do you know what you've just done? Please forgive me. I'm such a klutz. I take full responsibility. You idiot! You're fired! Do you hear me? Get out of here! You did that on purpose, Tony? What in the world were you thinking? Huh? Oh no! Did I do this? Tony was absolutely right! This design has a fundamental, critical flaw! Why didn't I notice it myself back then? Because I stayed up working for a week straight? Not very likely. I'd never make a flub like this, even if I were exhausted. So, that means... I didn't want to admit to a mistake my assistant pointed out. My pride wouldn't let me. So I just pretended I didn't see the flaw at all. Oh, what a pitiful, petty man I am. And still, Tony saved my life as a researcher. I lost my best assistant, all for my scientist's pride. Oh, what have I done? Jupis, I see you finally realized what true pride really is. Tony, I'm so sorry. I have no regrets. The 10 years I spent working with you, Jupis, it was the most thrilling time in my life. Me too. Jupis, I never had what it took to do research by your side.
I pushed myself to exhaustion. I did everything I could to try to keep up with your talents. But you taught me so much. The power of a strong heart to make the impossible possible. A scientist's pride. Here, take this. Huh? Stolz-Trigger erhalten. Kannst du in das Bereich finden. Tony, come work with me again. We'll get that research right this time. Together. It's okay. No one would want to be my assistant now. No, I'd be happy to. I bet you can complete that project now. I'm sure of it. Why don't we give it a shot? The two of us. You mean you've forgiven me? Either way, I'm the only assistant the scientific genius Jupis has. And it's going to stay that way. Tony. I'll be waiting for you with some gourmet coffee. Ja, okay. Wie gesagt, bei Jupis habe ich nur spekulieren können, was wirklich da kommt. Man hat auch nicht so viel über Jupis eigentlich erfahren. Außer halt, dass er einen Assistenten hatte, der seine Forschung ruiniert hat. Ja, von dem her kann ich es verstehen, dass die Entwickler das so gemacht haben. Okay. Das heißt, es bleibt nur noch Steve mit Dr. Pikachu bzw. Mark wahrscheinlich übrig. Obwohl Mark sich ja eigentlich selbst von Steves Festplatte gelöscht hat. Und hier haben wir noch eine richtige Kiste, beziehungsweise eine Fake-Herzschlüsselkiste. Mensch, ich mag die Gegner nicht. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Egal. Ich wollte hier die Kisten aufmachen. Blockier mich nicht, bitte. Ja, aber klar, dass eine Fake-Kiste ist. Die gehören ja auch dazu. Okay. Ganz toll, dass ich da mitten ins Feuer reinspringen. Mensch, lass mich auf hier landen. Hey, Kisten sind immer noch komplett unnötig. Das zum Kämpfen. Was soll's. Kann man nicht ändern. Ich meine, sie sind die einfachsten Gegner, muss man halt auch dazu sagen. Wenn sie nicht so viel Schaden machen würden. Hätten halt einfach
alles in Verteidigung stecken sollen und nicht in, dass das die Gegner dann auch noch das ganze Team one-shotten fast. Weil am Anfang schon so ein großes Manko von den Gegnern, beziehungsweise von den Fake-Kisten. Einfach weiterlaufen. Courage and foolhardiness are not the same thing. We're gonna have trouble getting through here. So, jetzt bin ich gespannt. Sehen wir Mark noch einmal? Oder sehen wir ihn nicht mehr? Ich glaube schon, dass wir ihn noch mal sehen. This route is insane. Is this a vision? Funny, robots don't usually have visions. Wonder what's going on. Mark, I'm gonna keep working hard. You'll see, I'll be turning out inventions left and right, just like the old days. Still mourning Mark, I see. I guess Dr. Picacho really needs his son. It's so sad. No, Steve. That's not it. Huh? Mark? Take a look, Steve. And this one is nearly finished too. I'm so excited. I must have had a little too much to drink. I should know better. What? It looks just like a human. Dad could see what was coming. He knew we wouldn't have much time left together. So, he went to work and started preparing for a new life. That's Dad's new life. What he's working on over there. Huh? What do you mean? He put my memories in you, Steve, and made you experience lots of stuff. But not just because he misses me. He did it because he wanted to perfect his new robot, too. You see? He's making that one for you. Do you understand now? That's your new body, Steve. What? My new body? You always wanted to be human. And that way, Dad would be able to love you just like he loved me. Right? Well, More than anything, that was your greatest desire. And Dad, he knew that. That's the reason he started making it for you. You're right. I did want to be like a human. I always envied you, Mark. You see, it wasn't just you who had this desire. It turned out to be Dad's dream, too. Dr. Picacho's? What he wants is to set out on a new life with the two of you. That is the dream that you two share. That strong hope, the power that you both have in your hearts. Here, this is for you.
und Drag-LM halten. Du kannst es im SP-Bereich finden. Dad's not looking back at the past anymore. He started moving on toward the future. There's no need to worry about him. Well, I guess this is goodbye, Steve. Mark! I want you to take care of Dad. Since I can't. Mark! Here they come. Ja, okay. Here I Jetzt hatten wir come. das letzte Drag-LM erlangt. Heißt, wir müssen jetzt den Schmied finden. Der uns das Schwert schmieden sollte, um Mother zu bekämpfen. Beziehungsweise zu besiegen. Those guys were no challenge at all. Okay. Das ausrüsten. Da haben wir die Kraft des Herzens von jedem einzelnen Teammitglied. Ich frage mich. Okay, jetzt haben wir auch wieder eine fehlerhafte Karte, wo wir hin müssen. Ich wollte gerade sagen, jetzt frage ich mich nur, wo wir hin müssen. Beziehungsweise wie lang die Story eigentlich noch geht. Na, wir werden es schon noch sehen. What kind of sword could they possibly create? Ja, auf das Schwert bin ich jetzt auch gespannt. Now, on to you, Van. Here they come. Entering battle, everyone. Das Strahlen. Die Gegner alle nicht mehr. Good job, everyone. Ja, Steves Hand kann ich noch umändern. Stimmt, ja, mit den Händen erinnert mich Steve so ein bisschen an Edward mit den Scherenhänden. I feel like I've run enough for all. Dass mir das früher nicht aufgefallen ist. Aber egal. Here they come. Like moths to a flame. Ah ne, hier ist ein Kriegsgegner dabei. Lass mich einfach davon laufen. Stimmt, die Kisten. Keine Ahnung, ob ich die alle einsammeln werden. Es kommt darauf an, wie viele Teleportpunkte wir noch haben. Ich glaube fast, dass es noch ein paar sind. I'll take you on. Entering battle, everyone. Nicht noch mehr von den Teufeln. Ich möchte doch einfach nur zu den Schmied. Excuse me. Please do not leave me behind. Nicht. Wie gesagt, ich hasse große Gegner. Wollen wir mir dann auch noch den Weg komplett blockieren? Hey, don't leave me behind. That's cruel. Courage and foolhardiness are not the same thing. Let's keep this pace up.
Wenn ich frage mich, wo der letzte Kampf gegen Mother stattfinden wird. Okay. Werde ich allerdings den Part an dieser Stelle auch schon wieder beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, wenn nichts was sollte, könnt ihr auch gerne auf Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Rook Galaxy wieder. Ciao.